Ben aç videoyu. Rechts ziet u de Basilica, ofwel de Sint-Nicolaaskerk, genoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, Sint-Nicolaas. De kerk zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people. Een drijvend Chinees restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hongkong dat Jumbo heet. Jumbo heeft echter 5000 zitplaatsen en Sea Palace slechts 700. To your left, you can see a floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous restaurant in Hong Kong called Jumbo. However, Jumbo boasts 5,000 seats, whereas the Sea Palace only has 700. Links sehen Sie ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist die Kopie eines bekannten Hongkonger Restaurants mit dem Namen Jumbo. Jumbo hat übrigens 5000 Sitzplätze. Unser Sea Palace nur 700. Cette pagode flottante est un restaurant chinois. C'est la copie d'un fameux restaurant de Hong Kong qui s'appelle Jumbo. Mais alors que Jumbo a 5000 places assises, le Sea Palace n'en a que 700. Links het bijzondere bibliotheekgebouw, gebouwd in 2007 en ontworpen door Jo Koenen. Door velen Constructed in 2007. Declared by many to be one of the most beautiful libraries of Europe. Links sehen Sie das außergewöhnliche Bibliotheksgebäude aus dem Jahr 2007. Entworfen wurde es von Joe Koenen, von vielen als eine der schönsten modernen Bibliotheken Europas bezeichnet. Sur la gauche, vous pouvez voir le bâtiment assez particulier de la bibliothèque, construit en 2007 et conçu par Jo Koenen. Cette bibliothèque moderne est considérée par beaucoup comme l'une des plus belles d'Europe. Dit wijde water, het Oosterdok, behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. This wide body of water, the Oosterdok or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West and East India Companies, docked here, side by side. Dieses offene Gewässer, das Oosterdok, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig, sich vorzustellen, dass hier im 17. Jahrhundert beim Be- und Entladen der West- und Ostindischen Kompanie Ontworpen door de beroemde architect Renzo Piano. Het lijkt op een schip,
maar het moet de spiegeling voorstellen van de eitunnel, gebouwd op de ingang van de eitunnel, die Amsterdam Centrum verbindt met Amsterdam Noord. On your right, you can see the Nemo Science Museum, designed by the famous architect Renzo Piano. Wow, so big, It looks like like a a ship, ship. but it is meant to be a reflection of the ship. eye tunnel. The Nemo was built on the entrance to the eye tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Rechts sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. À droite, vous voyez le Nemo Science Museum, conçu par le célèbre architecte Renzo Piano. Il ressemble à un bateau, mais il doit représenter le reflet de l'Eye Tunnel. Le Nemo est construit à l'entrée de l'Eye Tunnel, qui relie le centre d'Amsterdam au nord d'Amsterdam. The pirate ship. Pirate ship. I found it. This is so big because I can see the Nemo Science Museum like a ship. Het is op vrijwillige basis nagebouwd door werklozen en dat heeft 5 jaar gekost. Ahead of us is a copy of an 18th century VOC ship. It is a replica of a ship from 1749 that ran aground off the coast of England, close to Hastings, on its first voyage. Unemployed people volunteered to recreate it, and this project took 5 years. Vor uns liegt die Kopie eines VOC-Schiffes aus dem 18. Jahrhundert. Es ist die Replika eines Schiffs aus dem Jahr 1749, das während seiner ersten Reise vor der englischen Küste bei Hastings strandete. Es wurde auf freiwilliger Basis von Sozialhilfeempfängern nachgebaut. Der Bau dauerte 5 Jahre. Devant vous se trouve une copie d'un navire commerçant du XVIIIe siècle. C'est la copie d'un navire qui a coulé sur la côte d'Angleterre pendant son premier voyage. Die auch der Spiegel des Schiffes genannt wird, ist verziert. Rechts Neptun, der Gott der See, links Merkur, der Gott des Handels. In der Mitte sehen Sie das Stadtwappen Amsterdams mit den 3 Andreaskreuzen. Daneben das VOC-Wappen. Ja, mag je het wel spinnen als je toestemming vraagt. We varen nu op de nieuwe Herengracht. Deze gracht is in het verlengde van de Herengracht gegraven. De gracht verbindt de Amstel met het IJ voor de binnenvaartschepen. Vandaar ook de bruggen die allemaal open kunnen. We are now sailing the Nieuwe Herengracht. This canal was built as an extension of the Herengracht, or Gentleman's Canal. It connects the Amstel River to the Eye for the inland vessels. That is why all of the bridges can be opened. Wir fahren jetzt auf der Nieuwe Herengracht. Dieser Kanal wurde als Verlängerung der Herengracht gegraben. Pflanzen. Von einer einzigen Kaffeepflanze, die einst in einem botanischen Garten in Südamerika gepflanzt wurde, stammt jetzt aller Arabica-Kaffee aus Südamerika. À gauche, vous voyez le Hortus botanicus, un jardin botanique. An die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. Le Marque-Brug, que vous voyez devant vous, est un des plus vieux ponts de la ville.
Construit au début du XVIIe siècle, ce pont évoque par son nom le pont encore plus étroit qui autrefois s'élevait ici. We varen hier op de rivier de Amstel. The inhabitants built their houses on the higher ground. These first inhabitants were fishermen and farmers. Entlang der Mündungen dieses Flusses haben sich die ersten Bewohner, dort, was später Amsterdam heißen soll, niedergelassen. Die ersten Bewohner bauten ihre Häuser an höher gelegenen Stellen. Es waren hauptsächlich Fischer und Bauern. C'est à l'embouchure de ce fleuve que les premiers habitants de ce que l'on a appelé plus tard Amsterdam ont commencé à s'installer. Les premiers habitants ont construit leurs maisons. Er werd vroeger de malle Shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer... Ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von... Schrijerstoren vandaan komt. To your left, you will see the Schrijerstoren, or Tower of Weeping, one of the old defense towers of the city. This is the only original defense tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place, and it's believed that's how it got its name. Links sehen Sie den Schrijerstoren, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Did you hold that? Did you hold that? Stay right back. Rechts ziet u het Amsterdamse koffiehuis. To your right, you can see the Amsterdamse Coffee House, the coffee house of Amsterdam. Rechts sehen Sie das Amsterdamer Koffiehuis. À droite, vous voyez la maison du quartier d'Amsterdam. That one? We already seen Amsterdam Center. Where is this Rijksmuseum? That's Amsterdam Center.